Das Karriererisiko sorgt dafür, dass viele Portfolio-Manager mit ihrem Fonds sehr nah am Index fahren. Aber was bedeutet das für dich? Über das reden wir im heutigen Coffee Break. Mein Name ist Felix Niederer, ich bin CEO und Gründer von TrueWealth. Wir haben schon mehrmals über die Vorteile von passiven gegenüber aktiven Fonds geredet. Mittlerweile weisst du, was wir besser finden. Wenn du trotzdem einem Manager zutraust, eine Überrendite zu erzielen, solltest du systematisch vorgehen. Das Grundprinzip beim Investieren kennst du. Um eine angemessene Rendite zu erzielen, musst du ein gewisses Maß an Risiko eingehen. Das ist individuell. Die einen können immer noch gut schlafen, wenn das Portfolio einmal 50% im Minus ist. Für andere ist die Schmerzgrenze schon bei 10%. Das heisst, zuerst musst du bestimmen, wie viel Wertschwankungsrisiko du auf deinem Gesamtvermögen kannst und willst nehmen. Wenn du jetzt weisst, was dein Risikobudget ist, sagen wir eine Gesamtvolatilität von 20%, dann musst du dir überlegen, wie du das aufteilen willst. Ein Teil sollte immer für die Risikoprämie sein, die du erwarten darfst, wenn du in den Gesamtmarkt investierst. Das nennt man Beta. Das kannst du mit günstigen Indexfonds umsetzen. Mit dem zweiten Teil von deinem Risikobudget wettest du auf einen oder mehrere Fondsmanager, dass sie den Markt schlagen. Das nennt man Alpha. Egal, ob der aktive Manager das mit Stockpicking oder mit Market Timing versucht. Aus einer Risiko- und Ertragssicht macht es nämlich keinen Sinn, einen grossen Teil von dem Risikobudget für Alpha, sprich Wetten gegen den Markt, einzusetzen. Weil, dass es eine Risikoprämie für den Gesamtmarkt gibt, ist unbestritten. Ob es eine Risikoprämie für aktives Management gibt, ist spekulativ. Alpha ist aber teuer und muss es auch sein. Darum willst du Alpha und Beta separieren, damit nicht für lauwarmes aktives Management hohe Gebühren zahlst. Besser, du gibst nur einen kleinen Teil von deinem Risikobudget aktiven Manager, der dafür regelmäßig und prononciert gegen den Markt wettet. Nur so siehst du, ob sie Mehrwert schaffen oder nicht. Aus meiner Sicht sind viele aktive Fonds eigentlich Etikettenschwindel. Ihre Anlagen weichen nur minimal vom Benchmark ab. Zum Beispiel entsprechen viele Schweizer Aktienfonds praktisch am Swiss Performance Index, am SPI. Als Beispiel: Swisscanto führt einen aktiven Fonds auf Schweizer Aktien, der Swisscanto Equity Fund Responsible Switzerland. Der Fonds kostet 1,4% pro Jahr und berücksichtigt gewisse Nachhaltigkeitskriterien und verwaltet über 800 Millionen Franken. Ein Blick aufs Factsheet zeigt, die 5 grössten Positionen sind Nestlé, Roche und Novartis, vor der Zürich Versicherung und der UBS, also praktisch so wie im SPI. Es folgen ABB, Richemont und Swiss Re. Das gleicht sehr stark am SPI, respektive am SPI ESG. Auch das ist ein Index und auf diesen Index gibt es günstige ETF. Zum Beispiel einer von der UBS mit jährlichen Kosten von 0,15% pro Jahr, also niemals günstiger als der aktive Fonds. Der einzige Unterschied, den wir gesehen haben, der ETF enthält im Gegensatz zum Swisscanto-Fonds die Aktie von Holcim in der Top 10. Wer sich nicht an Holcim stört, fährt mit einem gewöhnlichen ETF auf der SPI noch günstiger. Zum Beispiel gibt es einen von iShares mit einem TER von 0,1%. Der ist dann sogar 14 Mal günstiger als der aktive. Seit seiner Auflage im Frühling 2014 bis Mitte 2025 hat der SPI ETF eine Rendite von rund 100% gebracht. Im gleichen Zeitraum hat der aktive Fonds nur 76% vorwärts gemacht. Dass er nicht viel Alpha generiert hat, erstaunt mich nicht. Er ist ja sehr nah am Benchmark. Soviel zu Kosten und Performance. Wohlgemerkt, die Beispiele sind nur zur Illustration und sind keine Empfehlung für oder gegen einzelne Instrumente. Aber zurück zur Frage, warum kleben eigentlich so viele aktive Fonds so nah am Index? Ich vermute, es ist wegen Karriererisiko. Stell dir vor, du bist der Fondsmanager. Wenn du stark vom Benchmark abweichst und es läuft gut, super, bist du der Held. Aber wehe, wenn nicht. Dann ist dein Job bald nicht mehr so sicher. Hast du noch eine andere Erklärung, wieso so viele Fondsmanager an ihrem Benchmark kleben? Hinterlass mir einen Kommentar oder schreib mir eine E-Mail auf felix@truewealth.ch. Mit dem bis zum nächsten Mal.